Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nadja Polzin. Ich bin Coach und spirituelle Lehrerin und in diesem Video geht es darum, eine oder mehrere emotionale Blockaden zum Thema Geld in deinem Leben zu lösen. Ich werde mit dir eine Methode teilen, mit der du ganz einfach auch selbst mit dir arbeiten kannst und die du nutzen kannst, um emotionale Blockaden in deinem Leben zu lösen. Ganz besonders natürlich dann, wenn es um das Thema Geld geht. Wir wissen, wenn wir über Geld nachdenken, dass alles, was sich in unserer finanziellen Welt wiederfindet, die Folge von unserem Verhalten ist. Ja, du kannst ganz wenig Geld verdienen und viel Geld ansparen im Laufe deines Lebens und reich werden, kannst aber auch ganz viel Geld verdienen und am Ende ist nichts übrig. Also all diese Varianten gibt es im Wesentlichen und der wesentliche große Punkt an der ganzen Sache ist natürlich dein Verhalten. Also wie gehst du mit Geld um, wie viel gibst du aus, wie sparst du, wie siehst du Geld und so weiter. Also dein Verhalten ist der ausschlaggebende Punkt, wenn es um deine Finanzen geht. Und in diesem Video wollen wir an den Emotionen arbeiten, denn die Emotionen, die sind der ausschlaggebende Punkt, wenn es um dein Verhalten geht auf der finanziellen Ebene. Und wir ändern hier eins von deinen Mustern in diesem Video. Und wenn du das mehrfach anschaust und diese Übungen mehrfach machst mit verschiedenen Mustern, die dir in deinem Leben auffallen, dann wird sich auch dein Verhalten in Bezug auf deine Finanzen selbstverständlich verändern. Bevor wir loslegen, möchte ich dich auf mein kostenloses Videotraining hinweisen. In diesem Videotraining teile ich mit dir nicht vier, sondern 5 Strategien, die dir dabei helfen, mehr Geld zu verdienen, wenn du Coach, Trainerin, Heilerin oder Therapeutin bist und mit mir gemeinsam an mehr Umsatz, an deinem Business arbeiten möchtest, an deinem Wachstum arbeiten möchtest, dann schau dir dieses kostenlose Videotraining an. Ich kann diese 5 Strategien leider hier auf diesem Kanal nicht teilen, aber ich mache es gerne mit dir in diesem Videotraining und du bekommst natürlich auch ein besonderes Geschenk von mir, wenn es um deine Zukunft geht. Also wir schauen in deine goldene, strahlende Zukunft, finanzielle Zukunft natürlich auch. Und ich freue mich, wenn ich dich dort im Videotraining begrüßen darf. Lass uns also loslegen mit der emotionalen Blockade, um die es heute geht. Also, du schaust dir deine Finanzen an. Das ist das, was du dir vorgenommen hast Anfang des Jahres, das, was du erreichen wolltest. Und wenn du mit deinem Umsatz noch nicht zufrieden bist in diesem Jahr, dann schauen wir uns das jetzt genauer an. Vielleicht sagst du auch, Nadja, du, mein Umsatz ist super, aber ich habe alles wieder ausgegeben. Dann schaust du dir dieses Muster an. Also nimm dir eine Sache in deiner finanziellen Welt, in deinem Business, in deinem Finanzbereich, die dir Sorgen bereitet, wo du sagst, das muss sich ändern. Ja, es kann sein, dass du dir die Zahlen nicht anschaust. Es kann sein, dass du zu viel ausgibst. Kann sein, dass du zu wenig einnimmst. Also all diese Dinge basieren natürlich auf deinen unbewussten Mustern, auf deinen emotionalen Mustern und auf deinen Verhaltensweisen. Wenn du nicht verkaufst, hast du keine Einnahmen. Ja, wenn du nicht ausreichend sichtbar bist, hast du keine Einnahmen. Wenn du nicht an deinen Produkten arbeitest, hast du keine Einnahmen. Wenn du der Ansicht bist, dass du alles in deine Weiterbildung stecken musst, dann hast du vielleicht zu viele Ausgaben. Also all diese Dinge können natürlich hier auftauchen und du darfst dir das aussuchen, was für dich, und das ist die erste Aufgabe, also was für dich jetzt am relevantesten ist. So, das ist die erste Frage. Was möchtest du wählen, um jetzt mit mir daran zu arbeiten? Sobald du das identifiziert hast, möchte ich dich bitten, dir ein Blatt Papier zu nehmen. Also hier so ein A4-Blatt und einen Stift dazu. Du kannst Buntstifte nehmen, du kannst Filzstifte nehmen, aber es reicht auch so ein ganz normaler Feinliner, mit dem du eine Skizze machen kannst. Und dann schreibst du über dieses Blatt einmal drüber, was das Thema ist, mit dem du jetzt mit mir arbeiten möchtest. So, wenn du die Überschrift auf deinem Blatt stehen hast, dann möchte ich dich bitten, einmal für einen Moment deine Augen zu schließen. Alles in deinem Leben hat eine emotionale Landschaft. Also dein Körper, deine Emotionen, deine Erlebniswelt hat in dir eine Repräsentation in Form einer Landschaft, die dir zeigen kann, wo du in deinem Leben und wo du bei den Themen in deinem Leben gerade stehst. Und ich möchte an dieser Stelle dein Unbewusstes bitten, dir einmal ein Bild oder eine Repräsentation der Landschaft zu schicken, die die bestmögliche Repräsentation dieses Themas, was du gerade ausgewählt hast, in deinem Leben ist. Und es ist ganz einfach, dass dein Unbewusstes dir ein Bild einer Landschaft schickt.
Du brauchst es nur zu erlauben. Du brauchst nur zu erlauben, dass du eine Landschaft sehen kannst, ein Bild bekommst, das dieses Thema, was du gerade ausgewählt hast, repräsentiert. Und dann kannst du dich ganz einfach ein bisschen umschauen in dieser Landschaft. Was nimmst du genau wahr? Gibt es Details? Sind dort Lebewesen? Welche Gegenstände kannst du wahrnehmen? Wenn du in der Natur bist, wie sieht die Natur aus? Ist sie grün und saftig oder ist sie trocken, ausgetrocknet? Vielleicht eher eine Wüste oder eine Bergregion oder vielleicht bist du auch am Meer. Wie sieht die Landschaft aus, in der du dich befindest? Schau dir alles ganz genau an, was du dort wahrnehmen kannst. Erstmal vollständig, ohne das zu bewerten. Einfach mal anschauen, wie diese Landschaft beschaffen ist. So, dann kannst du deine Augen wieder öffnen und deinen Stift nehmen und du machst dir kurz eine Skizze von dieser Landschaft, die du gerade gesehen hast. Halt das Video kurz an und mach dir eine kurze Skizze dieser Landschaft, die du gerade gesehen hast. Und zwar mit allen Gegenständen, mit allen Figuren, mit allen Männchen und Lebewesen und ja, Naturdingen, vielleicht auch eine Skizze zum Wetter, ja, hat die Sonne geschienen, hat es geregnet, war es neblig, also all diese Dinge. Mach einmal eine kurze Skizze dieser Landschaft, die du gerade gesehen hast. Halt das Video kurz an und wir sehen uns sofort wieder. So, wenn du diese Landschaft aufgezeichnet hast, darfst du dich natürlich fragen, was genau bedeuten diese ganzen Dinge, die du gesehen hast in dieser Landschaft? Und das ist die erste Frage, die du natürlich auch deinem Unbewussten stellen kannst. Ich gebe dir ein Beispiel. In deiner Landschaft gibt es vielleicht ein Feuer oder es gibt einen Wald. Und du kannst dich als erstes fragen, was genau bedeutet das? Und vertrau einfach dem, was kommt, ja? Also wenn du ein Feuer da hast, dann hat das vielleicht auch an der Position, wo du es sehen kannst, eine bestimmte Bedeutung oder vielleicht hat der Wald auch eine bestimmte oder die Figuren eine bestimmte Bedeutung. Frag dich zu den wesentlichen Elementen einmal, was genau das zu bedeuten hat und hör auf das, was in dir ist, ja, also was deine innere Stimme sagt. Das Feuer bedeutet Gefahr oder das bedeutet Lebensenergie oder der Wald bedeutet Dunkelheit und vielleicht Abenteuer oder das Unbewusste und. Also jedes einzelne Element hat eine Bedeutung und frag dich mal zu den wesentlichen Elementen, welche Bedeutung hat genau dieses Element in deiner Landschaft? Wenn du das getan hast, dann darfst du dein Unbewusstes als Helfer, ja, als Helfer, dein Unbewusstes ist dazu da, dir dabei zu helfen. Da gibt es Instanzen in dir, die sind dazu da, dir dabei zu helfen, deine emotionalen Probleme und deine Probleme im Leben natürlich auch zu lösen und dich energetisch zu befreien. Und du darfst dein Unbewusstes fragen, was genau braucht es, um diese Landschaft zu verändern? Natürlich nur die Dinge, die du auch verändern möchtest. Also wenn du in der Wüste stehst und du fragst dich natürlich, warum stehe ich in der Wüste, ja, und was braucht es? Dann fragst du dein Unbewusstes, was braucht es genau, um diese Landschaft zu verändern? Und dann wirst du dich vielleicht aus der Wüste rausbewegen müssen in eine blühende Landschaft. Das heißt, du wirst ein paar Schritte gehen müssen oder vielleicht auch fliegen müssen, weil in der spirituellen und in der emotionalen und geistigen Welt kannst du alles machen. Du darfst dann aus der Wüste herausfliegen und woanders hinfliegen. Das wäre eine Variante. Also bitte um einen Helfer oder eine Helferin aus deinem Unbewussten, die dir dabei helfen kann, diese Dinge in deiner Landschaft zu lösen, beziehungsweise zu beseitigen, zu verändern, die du ganz gerne verändern möchtest. Also die Dinge, die irgendwie unangenehm sind, die dir Angst machen, die vielleicht einen zerstörerischen Charakter haben oder die dunkel sind, ja, also wenn du irgendwie in der Höhle gelandet bist, das kann natürlich auch sein, frag dein Unbewusstes, wie kann ich das verändern? Den Ort oder auch einzelne Elemente in dieser Landschaft. Mach dir zu den einzelnen Dingen, frag einzelne Dinge ab, ja. Na, auf der anderen Seite, da gibt's Ratschläge und dann schreibst du dir das
jeweils daneben. Also wenn dann Feuer ist zum Beispiel und du fragst dein Unbewusstes, wie kann ich dieses Feuer lösen? Okay, wir brauchen einen Trupp Feuerwehrmänner. Ja, dann schreibst du daneben einen Trupp Feuerwehrmänner und die löschen dieses Feuer. Also das wäre eine Variante. Und du fragst das jetzt einmal alles ab und schreibst es immer schön daneben, wie das gelöst werden kann, wie das verändert werden kann, insbesondere die Dinge, die einen destruktiven Charakter haben. Kurz auf Pause drücken und dann weiterschauen. So, jetzt sind wir schon ein paar Schritte weiter und du wirst merken, dass sich dieses Thema so langsam bei dir auch ein bisschen anders anfühlt. Also du wirst spüren, dass sich durch diese Arbeit an dieser inneren Landschaft und an den einzelnen Elementen, die da drin sind, vielleicht schon etwas an deinen Emotionen verändert hat. Okay, also schauen wir mal weiter. Was ist das Ziel, was du in diesem Bereich hast oder hättest? Also angenommen, deine Umsatzzahlen sind nicht da, wo sie sind. Was ist der Umsatz, den du tatsächlich erreichen möchtest? Und dann bitte dein Unbewusstes, dir die Landschaft, die du auf deinem Papier hast, so zu verändern, dass dieser Umsatz wiedergespiegelt wird. Also, dass die Landschaft sich so verändert, dass sie mit diesem Umsatz zum Beispiel eins ist. Wenn du sagst, ich habe eine Verhaltensweise, zu viel Geld auszugeben, dann sagst du, okay, der Richtige, ich gebe nur 50% meines Einkommens aus, das wäre, und 50% spare ich und investiere ich. Ich möchte, dass mein Verhalten sich automatisch dahin ändert. Wie müsste meine innere emotionale Landschaft aussehen, damit das für mich eine coole Angelegenheit ist, damit die Landschaft schön ist für mich, nur 50% meines Einkommens auszugeben und den Rest zur Seite zu legen. Also das kannst du im Unbewussten genauso abfragen. Wie muss die Landschaft aussehen, damit ich dieses oder jenes Ziel erreiche? Hör einen Augenblick zu und du kannst deine Augen schließen, frag dein Unbewusstes, wie muss die Landschaft aussehen, damit ich mein Ziel erreichen kann. Und dann kannst du entweder auf dem gleichen Blatt diese Landschaft verändern oder eine ganz neue Landschaft entwickeln und sagen, okay, alles klar, die andere Landschaft war Vergangenheit. Da drehen wir komplett die Farbe raus und vernichten das Bild, verbrennen es in der Flamme des ewigen Vergessens und installieren eine komplett neue Landschaft, die widerspiegelt, was wir eigentlich haben wollen in unserem Leben. Und du darfst wahrnehmen, wie diese neue Landschaft sich vor deinem dritten Auge weiter und weiter ausbreitet und du in diese Szene reinsteigen kannst, in diese Landschaft reinsteigen kannst und beginnen kannst mit jeder Zelle deines Körpers, mit deinem Geist, deiner Seele, mit allem, was du bist, vollständig in dieser Landschaft zu leben. Und wenn es doch noch irgendeinen kleinen Zweifel in dir geben sollte, dann kannst du diesen Zweifel oder diesen Anteil von dir, der vielleicht ein bisschen Angst hat davor, in dieser neuen Landschaft zu leben oder in dieser anderen Landschaft zu leben, ganz einfach versichern, dass es total in Ordnung ist, in einer neuen Landschaft zu leben, neue Dinge auszuprobieren, Abenteuer zu wagen und einfach mal zu gucken, wie es in dieser Landschaft ist. Denn das andere hat nicht funktioniert, das weißt du schon. Vielleicht wird das Leben in dieser neuen Landschaft viel, viel schöner. Zurückgehen kannst du immer noch, wenn es nicht funktioniert. Also hol all deine Anteile zu dir, die vielleicht Zweifel haben. Bitte sie, dieses kleine Abenteuer der Veränderung der neuen Landschaft mal mit dir auszuprobieren und spür mal, wie sich dein Körper anfühlt. Und wenn du soweit bist, kannst du die Augen wieder öffnen und dann kannst du natürlich auch deinen Stift nehmen und dir einige Notizen machen, wie deine Landschaft zu diesem Thema ab heute aussieht. Ich hoffe und ich wünsche dir, dass du mit dieser Übung und mit dieser Methode natürlich ganz tolle Ergebnisse erzielst. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Methode, um mit sich selbst auch zu arbeiten und einfach sich eine neue Geschichte zu beginnen zu erzählen und vor allem auch was Neues zu fühlen. Also ich spüre das in meinem ganzen Körper, diese Dinge. Und ich finde, das fühlt sich ganz, ganz großartig an, in neue Landschaften einzutauchen, Abenteuer zu wagen, Experimente zu wagen, ja?
woanders ist es vielleicht noch viel schöner als das, was wir in der Vergangenheit kreiert haben. Und diese innere Landschaft, die kann uns dabei helfen, diese Dinge zu verändern, ohne dass wir genau wissen, was da irgendwann mal dazu geführt hat, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, die zu dieser alten Landschaft geführt hat, ist auch eigentlich gar nicht wichtig. Ja, ist ja gar nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass es ab jetzt schöner, in einer wundervollen, blumigen Landschaft vielleicht und in einem saftigen Grün oder was auch immer für dich gerade richtig ist, in einer Oase weitergeht. Ja, und dass das Leben sich von hier ab verändern kann. Ich freue mich, wenn du mit mir gemeinsam arbeiten möchtest, dann kannst du dir selbstverständlich gern einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch über den Link machen, den ich dir in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung zur Verfügung stelle. Und du kannst dir dieses Video abspeichern, beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, kannst du natürlich auch den Podcast abspeichern und diese Übung mit mir gemeinsam wieder und wieder und wieder machen zu unterschiedlichen Themen in deinem Leben und natürlich auch in deinem Finanzleben. Also Geldblockaden ist meistens nicht nur eine Sache, sondern wir haben verschiedene Dinge, verschiedene Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, Wohlstand aufzubauen oder mehr Umsatz zu machen, ja, und Wachstum zu generieren. Und du kannst diese Methode nutzen, um dein Verhalten zu ändern. Wenn sich dein Verhalten ändert, dann ändert sich natürlich auch dein Umsatz und das, was du auf dem Konto hast und was du in deinen Depots und in deinen Investitionen hast. Also das ist ein wesentlicher Punkt dabei, dein Verhalten zu ändern. Und es ist nicht gefährlich und es ist nicht langweilig, sondern das kann viel, viel schöner sein, weil du mehr Sicherheit in dir natürlich hast und mehr Selbstbewusstsein auch hast und damit natürlich auch viel mehr Freude am Leben. Also es geht in erster Linie um deine Emotionen. Wenn du deine Geldblockaden lösen willst, deinen Umsatz verändern willst, dein Einkommen verändern willst, fang mit deinen Emotionen an und die anderen Dinge kommen von ganz allein. Dein Unbewusstes wird dich in die richtige Richtung führen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann danke ich dir natürlich selbstverständlich für ein Abo des Kanals, für ein Like dieses Videos und lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie diese Übung für dich gewesen ist und ob du dich besser gefühlt hast nach dieser Übung, ja, wie sich das angefühlt hat. Vielleicht möchtest du auch teilen, wie deine neue Landschaft aussieht, in der du ab sofort leben möchtest.